Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV bei einer weiteren Ausgabe von How to Ride a Motorcycle, Motorradfahren lernen. Diesmal in dieser Folge der Ausweichhaken mit dem Motorrad. Ja, der Ausweichhaken mit dem Motorrad ist tatsächlich ein Video, das Leben retten kann. Es ist tatsächlich so, dass ein Ausweichhaken mit dem Motorrad eine essentielle Übung ist, ein essentielles Fahrtechnikmanöver, das man können muss. Aber Hand aufs Herz, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wer von euch hat es nach der Fahrschule dann noch einmal geübt? Ich hoffe, dass einige von euch solche Fahrtechnikkurse machen, wo man das ja wieder auffrischt, wo man es wieder übt. Aber ich fürchte fast, dass einige von euch sich nie wieder darüber Gedanken gemacht haben. Und das möchte man mit dem Video ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, bekämpfen, diese Denkweise. Weil es ist so, dass der Ausweichhaken mit dem Motorrad quasi ein Selbstverteidigungskurs fürs eigene Überleben im hektischen Straßenverkehr ist. Und wir lassen in dem Video unterschiedliche Leute zu Wort kommen, Fahrlehrer, Fahrtechnikexperten, Rennfahrer, normale Motorradfahrer und schauen uns an, wie die an das Thema herangehen, einem plötzlich auftauchenden Hindernis im Straßenverkehr auszuweichen. Die Erklärung ist wieder ganz einfach, Lenkimpuls. Wenn ich am Lenkerende rechts nach vorne drücke, einen Druckimpuls nach vorne gebe, fährt das Motorrad rechts weg. Wenn ich mit der linken Hand, wo der Kupplungsgriff ist, einen Druck nach vorne gebe, nicht nach unten, nach vorne, also eigentlich nach rechts lenke, wenn ich nach vorne drücke, kippt das Motorrad in die Linksschräglage und fährt links weg. Und die Effektivität vom Ausweichhaken liegt wieder darin, dass man nicht den Fahrstil legen mit praktiziert, dass man den Lenkimpuls gibt und mit dem Oberkörper mit in die Schräglage geht, sondern den Oberkörper aus dem Spiel lässt und nur das Motorrad in die Schräglage sich begibt, dann fährt es schneller nach links weg, auf weniger Meter nach vorne, mehr links oder rechts auf die Seite. Die Wendigkeit. Es ist eindeutig die Wendigkeit, weil die Masse des Motorrades wird über den Lenkimpuls sehr schnell in die Schräglage gebracht. Und wenn ich aber am Oberkörper starr bin, also verkrampft bin, muss das ganze Oberkörpergewicht ja mit bewegt werden, also es wird mehr Masse in die Schräglage bewegt und dadurch ist das etwas träger und ich brauche etwas mehr Meter, um gleich weit nach links oder rechts meine Spur zu verändern. Ja, wenn ihr zu Hause diesen Ausweichhaken üben möchtet, bitte nicht auch ein echtes Hindernis hinstellen, so wie es wir fürs Video gemacht haben, sondern macht eine Markierung am Boden, die euch im Fall der Fälle eben, ja, nicht wehtut und nicht teuer ist. Und eine andere Sache haben wir auch fürs Video, damit es realistischer wird, was wir gemacht haben, bitte nicht zu Hause nachmachen. Wir haben die Anfahrt zur Bremsübung mit einer unübersichtlichen, leichten Kurve gemacht und wirklich auch bei uns im Kopf, bei den Bremsenden, die Bremsmarkierung, also dort, wo man die Bremse ja, betätigt, so spät wie möglich ins Blickfeld zu kriegen. Das ist für uns eine Verschärfung, damit in den Videoaufnahmen auch diese Reaktionszeit ein bisschen simuliert wird. Aber bitte beim Üben zu Hause die Verschärfung wegnehmen, dass ihr dann auch bei klinisch perfekten Bedingungen einen super Lernerfolg habt, aber das Sturzrisiko wird natürlich deutlich reduziert. Der Prüfer steht mit einer Laserpistole da, misst die Geschwindigkeit, es müssen mindestens 50 km/h sein. Und ich muss durch 2 Hütchen durchfahren und dahinter ist ein Hindernis aufgebaut mit 2 Meter Breite. Und an dem muss ich je nach Vorgabe links oder rechts vorbeifahren, muss mich aber nachher nicht mehr in die eigene Spur zurück wieder einfädeln und habe damit im Prinzip Platz, mehr oder weniger Ende nie, je nachdem wie groß die Übungsfläche ist, um das Ganze dann wegzubremsen. Aber es geht im Prinzip darum, aus der geraden Fahrlinie eine abrupte Ausweichbewegung einleiten zu können und das bei mindestens 50 km/h. Also es gibt ein Ausweichmanöver, zu dem ich ganz plötzlich gezwungen werde. Das heißt, wenn ich vor mir auf die Straße schaue und neben mir fährt ein Auto und ihr fahrt auf einmal rüber, wie es mir erst vor ein paar Tagen passiert ist, dann kann ich in der Situation eigentlich nur mehr mit einem plötzlichen Lenkmanöver reagieren. Das heißt, ich muss sofort irgendwie da ausweichen. Das ist ein Fahrmanöver, dass man sagen kann, ein plötzlicher Fahrstreifenwechsel oder so irgendwas. Da bremse ich nicht, da kuppel ich nicht. Der Gang, der drinnen ist, da kann ich nur Lenker links drücken, rechts drücken und schauen, dass ich hier blitzschnell wegkomme.
Die zweite Variante ist, wenn ich etwas ein Stück weiter vor mir sehe, da reagieren wir an sich instinktiv mit der Bremse. Das heißt, wenn vor mir, 40 Meter vor mir, ein Auto rechts rausfährt, dann werde ich im ersten Schreck oder in der ersten Reaktion mal bremsen. Ja. Wenn ich jetzt beim Bremsen merke, das geht sich nicht aus, dann habe ich aber jetzt eine andere Situation für das Ausweichmanöver, weil ich jetzt bereits gebremst bin. Da habe ich die Kupplung gezogen und die Bremsen. Und in der Situation spricht man dann vom klassischen Bremshaken. Da muss ich jetzt, damit ich ausweichen kann überhaupt, zuerst die Bremsen lösen, die Kupplung gezogen lassen, weil ja jetzt die Geschwindigkeit und der eingelegte Gang überhaupt nicht mehr zusammenpassen. Und mit gezogener Kupplung fahre ich dann ein Ausweichmanöver. Das heißt, das ist eigentlich streng genommen eine Notbremsung und ein Ausweichmanöver in kurzer Abfolge hintereinander. Und das sind Sachen, die man üben muss. Nach links, nach rechts, das muss man so lange üben, bis es automatisiert ist. Nur wenn es automatisiert ist, habe ich dann in einer reellen Chance, in einer reellen Situation auch wirklich eine Chance, dass ich dann auf das zurückgreifen kann. Dass bei 70 km/h, dem Beispiel, wie du gesagt hast, 50, 70, der Reaktionsweg um diese 40% von 50 auf 70, 40% schneller, wird der Reaktionsweg, die Zeit, wo ich brauche zu reagieren, die ist ja bei beiden Geschwindigkeiten die gleiche Zeit, aber durch die höhere Geschwindigkeit ist dieser Weg um 40% länger. Das Problem ist, dass der Bremsweg aber doppelt so lang ist. Von 50 auf 70 verdoppelt sich der Bremsweg. Wenn man auf einen guten Asphalt geradeaus bremsen kann, kann man 50 km/h auf knapp unter 10 Meter und 70 km/h auf knapp unter 20 Meter zum Stillstand bringen. Ich sage immer, eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver, also ein Bremshaken, ist etwas, das muss ich automatisiert haben, weil das ist ein Manöver, das muss ich dann zur Not aus dem Ärmel schütteln können. Also ich kann mir nicht dann erst überlegen, aha, was mache ich jetzt? Bremse lösen und Kupplung gezogen lassen und jetzt links am Lenker drücken, rechts am Lenker. Das läuft ja ab in 15 Sekunden, so eine Situation, und entscheidet dann, ob man an diesem Auto vorbeikommt oder in dem Auto einschlägt. Kriegen wir öfter solche Anrufe, wo Leute anrufen, boah, jetzt war ich beim Training und 4 Tage später fährt mir da vor der Nase einer raus. Wenn ich das nicht vorher geübt habe, weiß ich genau, ich war da nie vorbeikommen. Ich glaube, dieses Video ist vor allem für Saisonstart, wäre es zu Saisonstart wirklich wert, geteilt zu werden. Also wenn ihr denkt, es ist eine gute Sache, Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer sollen das können, nehmt es zu Saisonstart als Reminder, schickt es den Leuten raus, dass dann wieder frisch sind bei der nächsten Kreuzung, wo ihnen dann die Vorfahrt genommen wird, dass die das im Griff haben, diese Übung. Und ich meine, ich möchte jetzt keine Horrorgeschichten wirklich hören, das ist dann immer ein bisschen grauslich, aber so ein bisschen einen flammenden Appell unten drunter in den Kommentaren. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr dem Thema mehr Gewicht gebt mit euren Erlebnissen, wo ihr mit einem Ausweichmanöver wirklich schon Gutes bewirken habt können für euch und euer Motorrad, dass vor allem die jungen Zuseherinnen und Zuseher dann sehen, hey, das ist jetzt nicht nur theoretisches Geschwafel von dem Typen da vor der Kamera, sondern das hat auch Leuten da draußen wirklich schon geholfen. Macht's mit, gebt dem Video mehr Gewicht mit euren Erfahrungen. Danke, tschüss und baba.